Ganz Deutschland ist auf der Suche nach Fachkräften. Auch das Handwerk. Ich habe ein Jahr umsonst fürs Jobcenter gearbeitet, nur damit die sehen, dass ich eine Ausbildung machen möchte. Burhan hatte keinen Schulabschluss. Er ist nicht der Einzige. In Deutschland verlassen jedes Jahr rund 47.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Um die anspruchsvollen Aufträge abzuarbeiten, brauchen wir sehr, sehr viele gute Leute ins Handwerk. Und da ist eine sehr, sehr große Lücke. Eine Lücke, die nicht gefüllt wird. Obwohl mehr als 2,5 Millionen junger Menschen zwischen 20 und 34 ohne Berufsausbildung sind. Es kommt hier gar keiner an. Also man muss als Firma in der Tat offensiv suchen. Immer mehr scheitern beim Übergang von der Schule in die Ausbildung, obwohl der Staat Milliarden investiert. Was läuft da schief? Burhan kommt gerade vom Kunden. Der gelernte Maurer hat hier in Hattersheim vor 9 Jahren seine Ausbildung gemacht. Und ganz wichtig, in jede zweite Schicht einen Anker reinzumachen. Sein Einstieg in die Ausbildung war holprig, wäre fast schief gegangen. Mit 15 hat er die Schule geschmissen. Sein Umfeld hat ihm nicht geholfen. Ich habe ja selbst an mir gearbeitet. Also ich habe mir gedacht, okay, so meine alte Lebensweise, es geht so nicht weiter. Ich muss was machen. Und da habe ich mich halt Stück für Stück angepasst und ja, an mir gearbeitet. Der Weg zum Jobcenter war schwer, sagt der heute 32-Jährige. Ich habe mich beim Jobcenter arbeitssuchend gemeldet und die haben halt festgestellt, dass ich keinen Abschluss habe und wollten nochmal, womit ich die Schule nachhole. Und dann habe ich denen gesagt, das möchte ich nicht, ich möchte gerne arbeiten gehen. Und dann haben die mich halt gefragt, in welche Richtung. Und da habe ich ihnen halt gesagt, gerne was Handwerkliches, weil ich gerne mit den Händen arbeite. Über das Jobcenter hat er eine einjährige Fortbildung gemacht. Musste zeigen, was er drauf hat. Eine schwere Zeit, bis er hier ankam. Nach einem Praktikum hat Boban Belodedic ihm eine Ausbildung angeboten, auch ohne Schulabschluss. Ein Glücksgriff, sagt der Maurermeister und Bauingenieur. Immer seltener kommt brauchbarer Nachwuchs bei ihm an. Also es gibt leider ganz, ganz wenig Jugendliche, die interessiert sind. Also wirklich bis gar keine Jugendliche. Also ich weiß nicht, wo man sie herholen soll, aber mir gehen langsam die Ideen aus. Und ich versuche es aber trotzdem weiterhin, weil ich möchte, dass die Firma auch weiterläuft. Und dafür brauche ich Fachkräfte und Lehrlinge. Viele Unternehmen, auch im Handwerk, haben junge Menschen wie Burhan oft nicht auf dem Schirm. Seit 2015 gibt es mehr offene Stellen in handwerklichen Berufen als Arbeitssuchende. Rund 250.000 Stellen sind es aktuell. 20.000 Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Das Handwerk brauche alle, sagt Susanne Haus, auch die mit Startschwierigkeiten. Der Staat müsse über die Schulen früher eingreifen. Die Maler- und Lackierermeisterin ist nicht nur Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, sie vertritt auch die Interessen der Kammern aus Kassel und Wiesbaden. Das Problem ist, wenn die jungen Menschen mal aus der Schule abgegangen sind und sie haben bis dahin keinen Weg gefunden, den sie einschlagen möchten, dann sind die für uns schlichtweg nicht mehr erreichbar. Und deshalb ist es das, was wir als Handwerk auch verlangen, dass in den Schulen die Berufsorientierung wesentlich intensiver und wesentlich langfristiger verankert wird. Bundesweit verlassen rund 47.000 Jugendliche jährlich die Schule ohne Abschluss. Nicht alle schaffen den Sprung ins Berufsleben. 2021 waren in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 ohne Berufsausbildung. Ein Problem. Laut IFO-Institut suchen 43% der Unternehmen händeringend Fachkräfte, trotz schwächelnder Konjunktur. Im Main-Kinzig-Kreis arbeiten sie daran, vor allem am Angebot des Jobcenters. Im Jobcafé mitten in der Altstadt von Gelnhausen sollen die Klienten einfacher erreicht und langfristiger betreut werden. Im Jobcenter direkt, da ist es so, man sitzt meistens dann vor einem Schreibtisch und da ist es dann schon eher wie, ja, ich sag mal, wie ein Bewerbungsgespräch, als wenn man hier sitzt man einfach ganz gemütlich, hier gibt's Kaffee morgens. Es ist wirklich sehr schön. Michelle hat schon 3-mal ihre Ausbildung abgebrochen. Sie braucht intensive, regelmäßige Beratung und Austausch, den sie hier bekommt. Vielen fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, weiß Beate Langhammer, Vorstandsvorsitzende des Kommunalen Centers für Arbeit. Sie hat sich für das Jobcafé eingesetzt, auch weil sie weiß, dass die Beratenden im Jobcenter oft nicht genug Zeit für ihre Klienten haben. Vor allem für sozialpädagogische Begleitung für junge Menschen mit Startschwierigkeiten. Sie fordert mehr Geld für längere Betreuung.
Wir haben in einer kleinen Anzahl, gemessen an den Klientinnen, die wir betreuen, die Möglichkeit, weiter nach der Arbeitsaufnahme zu coachen. Also wir haben die Kompetenzen, es fehlen einzig und allein die Mittel, diese doch dann aufwendigen Fallschlüssel mit kleiner Betreuungsquote aufrechtzuerhalten. Zu wenig Geld, das der Staat in den Übergang von der Schule in den Beruf investiert? Nicht unbedingt, sagt Kadim Tars, Vorstand bei den Joblingen, einer gemeinnützigen Ausbildungsinitiative mit 32 Standorten in Deutschland. Seine Klienten kommen alle vom Jobcenter, beziehen Bürgergeld, haben Probleme in der Schule, häufig keinen Schulabschluss. Potenzial, das Tars heben möchte. Der Politologe fordert mehr Transparenz im Umgang mit den Milliarden, die der Staat investiert, um den Übergang von der Schule in den Beruf zu gestalten. Wir reden viel über die bürokratischen Hindernisse bei Unternehmen. Die gibt es in dem Übergang aber auch schon. Und wir müssen damit auch leben. Und die Förderlogik muss anders laufen. Die muss individueller sein. Wir brauchen mehr Angebote. Es geht auf jeden Fall besser. Die vielen Angebote für junge Menschen mit Startschwierigkeiten müssten effizienter und besser aufeinander abgestimmt sein. Es geht am Ende des Tages immer darum, erreichen wir das Ziel. Also ein Jugendlicher darf nicht so wieder rausgehen, wie sie letztendlich reingekommen sind. Und wir müssen viel individueller arbeiten dürfen. So, wir dürfen nicht sozusagen nach dem Schema F. Am Ende zählt das Ergebnis. Die Quote der Joblinge ist gut. 86% seiner Klienten schaffen den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt. Klienten, die bei vielen als nicht integrierbar gelten. Auch Burhan hätte es fast nicht geschafft. Aber dank seines Engagements und das seines Chefs ist das heute längst vergessen.